single day. Es ist selbstverständlich, dass zum Beispiel bei Videospielen der Teil der Spielumgebung, welcher nicht für den Spieler geladen wird, auch nicht in dieser Form geladen ist, sondern nur in Form von Informationen existiert. Der subjektive Idealismus ist eine Theorie, welche genau das beschreibt, nur in der echten Welt. Darum soll es in diesem Video gehen. Die Bezeichnung als subjektiver Idealismus beruht auf der Annahme, dass alle Erkenntnis abhängig vom Subjekt sei und es keine subjektunabhängige Perspektive auf die Realität gebe. Das ist, was Wikipedia zu dem Thema zu sagen hat. Den Artikel habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Eng mit dieser Theorie verknüpft ist auch die allseits bekannte Frage, ob ein Baum, welcher im Wald umfällt, ohne von jemandem wahrgenommen zu werden, überhaupt ein Geräusch macht. Laut der Theorie des subjektiven Idealismus ist dies nicht der Fall. Natürlich ist die Annahme, dass nichts, was nicht wahrgenommen, also unter Verwendung des Videobeispiels geladen wird, auch in diesem Moment in dieser Form nicht existiert, erstmal sehr gewagt, um nicht zu sagen unwahrscheinlich. Jedoch, was ich an Theorien dieser Art am interessantesten finde, lässt sich auch das Gegenteil nicht beweisen. Sobald jemand da ist, um diesen Umstand zu überprüfen, wird die Umgebung ja geladen. Auch ist es ja so, dass das Aufstellen von Kameras zum Überprüfen der Theorie ebenfalls zu keinem Ergebnis führen würde. Ich denke, das liegt daran, dass die Umsetzung der Informationen der Umgebung erst durch ein entsprechendes Subjekt, also in diesem Fall den Menschen, stattfindet. Theorien, welche man nicht eindeutig widerlegen kann, gehören generell zu meinen liebsten Theorien. Dieses neue Format thematisiert ähnliche Theorien aller Art. Ich hoffe, euch hat dieses mal wieder sehr kurze Video trotzdem gefallen. Über eine Bewertung und, sofern du meinen Content interessant findest, auch ein Abo würde ich mich freuen. Besonders Feedback und Videovorschläge sowie eure Meinung zu dieser Theorie heiße ich in den Kommentaren willkommen. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Stay crazy.